Guten Tag, mein Name ist Andrew Franke. In diesem Video zeige ich Ihnen die Erstellung von tabellarischen Vorlagen, konkret an dem Beispiel eines Protokolls, dessen Endresultat Sie bereits hier rechts im Bild sehen. Das ist ein Video in der Reihe Erstellung von Vorlagen und ich empfehle insbesondere, dass Sie bereits das erste Video Erstellung von einfachen Vorlagen bereits gesehen haben, bevor Sie mit diesem Video fortfahren. Wie gesagt, das ist unser Endresultat und dient uns hier in diesem Video sozusagen als Vorlage für die Vorlage. Ich gehe jetzt hier mal in den Vorlagen-Editor. Ich gehe hier auf Neue Vorlage und nenne das Protokoll. Okay, gut, dann starten wir. Sie sehen, wir haben etwas in der Kopfzeile. Das hier ist in der Kopfzeile. Das hier ist in der Fußzeile. Ich beginne gleich mal mit dem. Ich mache hier einen Doppelklick in die Kopfzeile rein, gleich wie bei Word, und schreibe hier rein Muster und Sample Rechtsanwälte. Das möchten wir zentrisch. Ich markiere den Text hier. Ich möchte Größe 11, Arial. Arial. Dann hätten wir das bereits und ich scrolle hier runter zu der Fußzeile und hier schreibe ich einfach genau das gleiche, was wir bereits rechts haben. Also wir möchten als erstes das Date haben, also das Datum, und als nächstes die Zeit. Damit Sie jetzt hier auch noch sehen, wie man das anders machen kann, füge ich die Zeit jetzt anders ein. Ich gehe hier oben auf Variablen und wähle hier Uhrzeit an. Dann kommt ebenfalls dieser Ausdruck hier Time rein. So, dann möchten wir hier einen Tab-Stop rechts haben, damit hier Protokollführer rechts erscheint, rechtsbündig. Ich klicke hier in den Lineal und das ist jetzt der falsche, das wäre linksbündig. Ich klicke hier auf rechts, dann wechselt das. Ich hätte auch gleich hier Rechtsklick reinmachen können und dann rechts drücken können, das geht beides. Und hier kann man das übrigens wieder entfernen. Ich ziehe das hier bis zur 16 und dann mache ich hier unten ein Tab rein und schreibe Protokollführer. Dann nächste Zeile ist die City. Man könnte es auch oben über Variablen reinnehmen, aber ich mache es jetzt hier so. Und dann kommt jetzt hier der Ausdruck Sitzungsraum rein. Das ist jetzt, wie Sie merken, ein Ausdruck in Deutsch, beziehungsweise es ist kein offizieller Ausdruck von 4D-Write Pro. Das heißt, dieser Ausdruck wird nicht automatisch ausgefüllt, aber Sie können diesen Ausdruck automatisch später anfahren, wenn Sie das Protokoll haben. Was das genau bedeutet, werde ich Ihnen zeigen, wenn das Dokument fertig ist. Dann mache ich hier Enter und in der nächsten Zeile hier mache ich wieder einen Tab rein. Der Tab-Stop von vorhin hat es noch übernommen und hier schreibe ich Name rein. Eben auch hier der Name, das ist etwas, das ist kein 4D-Write-Ausdruck. Da müssen wir nachher manuell den Namen reinschreiben. Gut, das hier müssen wir auch formatieren. Das möchten wir in 11 Arial. Und wir möchten eigentlich diese Ausdrücke hier, diesen Text hier, möchten wir fett haben. Ups. Genau. Das haben wir jetzt. Und jetzt möchten wir hier noch einen Rahmen haben. Da bin ich hier einfach auf alle Rahmenlinien außen gegangen. Und dann haben wir das auch schon. Ich verklicke mich hier immer. Entschuldigung dafür. So, das sieht schon mal gut aus. Jetzt kommen wir zu dem eigentlichen Dokument, zu dem Titel, um genauer zu sein. Da schreiben wir Protokoll. Und jetzt nächste Zeile machen wir wieder Date, Time. Und jetzt hier wichtig, wir möchten hier in der Mitte
möchten wir eine schwarze Linie haben. Dafür machen wir jetzt 'n Tab-Stop Linie rein. Ich mache dann Rechtsklick, Linien und dann tut es mir den Tab-Stop hier in den Lineal. Ich ziehe den Tab-Stop hier zur 8, damit er schön in der Mitte ist. Und wenn ich jetzt hier in dieser Zeile ein Tab reinmache, dann kommt hier auch schon die Linie für in der Mitte. Schreibe den weiteren Text weiter. Könnten jetzt hier nochmal eine Zeile Name reintun, möchten wir jetzt aber nicht machen. Was wir aber machen müssen, Sie sehen es, wenn ich jetzt hier auf Enter gehe, dann haben wir keine Linie in der Mitte. Das heißt, wir müssen hier, ich bin jetzt nochmal zurückgegangen, wir müssen hier nochmal ein Tab reinmachen, damit es eine Linie in der Mitte macht. Okay, dann haben wir jetzt theoretisch hier Platz für 4 Namen und das reicht mal vorerst. Dann kommen wir hier zu der Linie Traktanten. Okay, damit Sie sich das Ganze jetzt noch ein bisschen besser vorstellen können, damit es jetzt nicht hier, so unformatiert aussieht, markiere ich das Ganze mal hier, also den ganzen Bereich markiere ich hier und, mache das mal hier Areal. Größe 11 haben wir gesagt, wollen wir. Protokoll möchten wir sogar Größe 22, mittig und Protokoll möchten wir Außenlinien haben. Dann hier für den Bereich, da möchten wir überall Linien haben. Und Sie sehen es schon, die obere Linie ist ein bisschen zu fett für unsere Verhältnisse. Das müssen wir jetzt noch anpassen. Ich markiere die Zeile hier. Falsch. Ich markiere die Zeile hier, gehe hier auf Rahmenstil und Rahmenbreite ein Punkt, das stimmt eigentlich. Klicken wir mal auf nichts. Okay, dann scheint es zu stimmen. Irgendwie hat es das hier doppelt genommen. Ja, jedenfalls so kann man den Fehler beheben. Dann dasselbe hier, markieren wir das. Wir möchten Außenlinien haben. Okay, gut, hier in der Mitte hat es das jetzt auch gleich korrigiert sozusagen. Und dann sieht das schon gar nicht schlecht aus. Diesen Text hier möchten wir noch fett haben. Und dann sieht es schon ziemlich analog aus. Hier hat es die Linie wieder fett gemacht. Okay, jetzt passt es wieder. Traktanten. Okay, jetzt sieht das hier natürlich noch nicht so toll aus. Das möchten wir natürlich noch ändern. Hier haben wir jetzt 'n falschen Tab-Stop in der Mitte. Hier haben wir ja Tab-Stop-Linie. Das ändern wir zu links. Dann kommt nämlich die Linie nicht. Und wir möchten hier noch 'n Tab-Stop haben bei 12. Okay, gut. Dann nächste Zeile. Beziehungsweise, nein, das stimmt nicht. Date möchten wir hier nicht drin haben. Dieses Feld möchten wir nicht automatisch ausgefüllt haben. Ich erkläre das hier an dieser Stelle nochmal. Also hier mit diesem Ausdruck, der Ausdruck hier wird automatisch ausgefüllt, weil es ein For the Right Ausdruck ist, der hier drin steht. Das ist Tagesdatum kurz. Ja genau, Tagesdatum kurz ist Date. Wenn wir jetzt hier auch Date drin haben, dann wird das hier auch automatisch ausgefüllt und das möchten wir ja bei den Aufgaben nicht. Deshalb darf das kein For the Right Pro Ausdruck sein. Ich schreibe deshalb hier in Deutsch einfach Datum rein. Das könnte auch ABC sein. Es darf einfach kein For the Right Pro Ausdruck sein. Sie wollen ja dieses Datum möchten Sie manuell ausfüllen. Ich schreibe das jetzt hier auf Deutsch, Datum, und dann können Sie das manuell ausfüllen. Dann sind wir eigentlich schon ziemlich weit. Ich mache hier noch die
nächsten paar Zeilen rein. 1, 2, 3, 4 und dann können wir das Ganze schon formatieren. Wir möchten Protokoll noch ein bisschen mehr Raum geben, ist ja schließlich der Titel. Ich markiere das Ganze, Rechtsklick und gehe hier auf Absatz. Dann gehe ich hier auf Einrückung, gehe auf oben unten und wähle hier 0,5 cm. Das hat sich vorhin bewährt. Ja, ich glaube, es war 1 Zentimeter. Ja, das sieht besser aus. Und hier diese Zeile, die ist ja auch wichtig. Damit erkennen wir eigentlich unser Protokoll. So, dann sieht das schon ziemlich anständig aus und wir können das akzeptieren. Okay, gut. Jetzt in diesem Fall machen wir ein Protokoll in der Regel intern, also nicht mit einem Mandanten. Deshalb gehe ich jetzt hier zum Mitarbeiter und ich wähle einfach unsere Kanzlei an. Spielt in dem Fall nicht extrem eine Rolle, weil Sie könnten jetzt hier auch einen Mitarbeiter angewählt haben, denn die Ausdrücke ziehen ja nur das Datum, die Zeit und die Stadt. Und die Stadt ist eigentlich das einzige Relevante jetzt hier bei dem Kontakt, bei der Adresse, die Sie anwählen. Und die sind alle hier in Zürich. Von dem her, ich wähle jetzt hier korrekt Mustern Sample an und gehe hier auf unsere Vorlage, die wir gemacht haben. Das ist Protokoll. Und dann gucken wir uns das mal an, wie das aussieht. So. Sie sehen, Datum, Zeit steht drin, Sitzungsraum ist drin, ist nicht drin, müssen wir jetzt eben manuell einfügen. Und die Themen hier sind auch schon bereit zum ausgefüllt werden. Etwas, das mir aufgefallen ist, das habe ich nicht gewusst. Name ist anscheinend ein Ausdruck von 4D Pro. Das heißt, den müssen wir noch ändern. Das mache ich jetzt schnell. Ich ändere das noch schnell, verwerfe das schnell hier und gehe auf Bearbeiten und gebe dem hier einen anderen Namen. Namen, einfach Mehrzahl, Namen. Hier auch Namen. Und dann gehe ich hier nochmal drauf. Protokoll, Entwurf. Perfekt. Jetzt steht da nirgends Muster und Sample, wo nicht sollte. Wir haben jetzt hier den Sitzungsraum angewählt. Das heißt, wenn ich jetzt hier zu tippen beginne, wird dieser Platzhalter eben ausgefüllt. Das ist das, was wir haben wollten. Sitzungsraum, das ist jetzt der Sitzungsraum 101. Und jetzt das Tolle ist, Sie können jetzt den nächsten Platzhalter mit diesen Tasten hier anfahren. Das ist eigentlich das Praktischste, wenn Sie solche Platzhalter haben. Sie können auch eine Tastenkombination brauchen. Also wenn Sie hier lange draufbleiben, sehen Sie die auch. Das ist Shift und Tab. Shift und Tab. Das heißt, wenn ich jetzt hier bin und Tab drücke, dann komme ich hier zum nächsten. Ja, das war es auch schon zu dem Video. Bis zum nächsten Mal.